Was geht ab, Fighters? Willkommen zu einer neuen Runde mit Kerim Engizek Yo, was geht ab, Friends? und Islam Dulatov. Salam söyle. Willkommen bei den Smash Brothers. Das heutige Thema ist die Entwicklung des Kampfsports und euren Einfluss darauf. Schön, dass ihr alle so zahlreich eingeschaltet habt. Wir haben gute Resonanzen aus den letzten Videos bekommen. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes und alles. War auf jeden Fall sehr, sehr stark, was ihr da abgeliefert habt. Ihr habt auch die Kommentare vollgeballert. Auch dafür vielen, vielen lieben Dank. Und ich würde einfach sagen, bevor wir anfangen, Jungs, wie ist eure Laune heute? Wie geht's uns Ich heute? hab richtig Bock. Richtig auf Schlägerei. Gleich gehen wir auf den drauf, oder? Auf jeden Fall. Laune ist gut auf jeden Fall, ja. Ist gut, ist entspannt. Ja, sehr schön. Wie war die letzte Woche für euch? Irgendwas Neues? Hat sich Bisschen irgendwas Neues anstrengend. ergeben bei euch? Ich war in Istanbul, war ein bisschen chaotisch da und anstrengend gewesen auf jeden Fall. Ich bin richtig platt, waren anstrengende 4 Tage. Okay. Aber was hast du so gemacht? Ich hatte da Business-Sachen zu tun. Aber Istanbul, wisst ihr, alles riesig, Alter. Brauchst du von 1 Kilometer, brauchst du eine halbe Stunde mit dem Auto. Wirklich. Chaos, also eine geile Stadt, eine der schönsten Städte auch zum Essen, also zum Leben, aber gar nichts für mich. Das ist zu viel Stress, Echt, zu ja? viel hektisch. Ja, wie gesagt, brauchst du von einer Ecke zur anderen Da immer denkst du jedes Mal ab 40 16 Uhr Minuten. ungefähr locker 2 Stunden im Verkehr. Katastrophe. Und dann die türkischen Autofahrer, kennst du nur Alarm, Fluchen, Amanora. Auch alle am Hupen? Hupen ist das Mindeste, die sind alle am Beleidigen. Stell dir vor, ich lebe da, dann will ich mich jeden Tag prügeln mit Echt? Taxifahrern. Jetzt ist ein Kollege von mir ist gerade nach Istanbul gezogen. Raus aus Deutschland, aber ja, kann ich verstehen. Wie ist bei dir, Islam? Irgendwas Neues? Vorbereitung angefangen. Am Trainieren, weißt du, die ersten 2-3 Wochen sind immer die Hölle. Reinkommen wieder, dieses Krafttraining und so weiter. Ne? Wieder dran gewöhnen, morgens früh aufstehen, abends wieder zum Training. Ja, ich habe die Ruhe auf jeden Fall genossen, muss ich sagen. Ja, stimmt, bei mir hat die Vorbereitung eigentlich heute erst angefangen. Ich kam noch nicht, also ich habe immer trainiert, aber ab morgen geht's richtig los dann. Okay, ja, ich wollte gerade rübergehen, wie Weil die ich bin ja 2 Vorbereitung Wochen ist. vor ihm dran. Ich habe jetzt noch 6,5 Wochen. Aber reicht. Reicht die Zeit, Ein ne? bisschen Fitnessstudio, ein bisschen Pumpen, reicht. Ein bisschen Ein Brusttraining, bisschen Brust, Beine. bisschen Beine noch. Ein bisschen, muss ja gut aussehen in den Shorts, man. Ja, sehr schön. Cool. Also, ich würde dann einfach sagen, dass wir direkt zur ersten Frage kommen. Und zwar, eurer Meinung nach, wie hat sich der Kampfsport seit eurem Beginn verändert? Alter vor Ja. Schönheit. Bei mir war ja unnormal krass. Also, ich habe ja vor mit Kampfsport schon vor, keine Ahnung, 15, 16 Jahre angefangen. Da war ja tot, da ging ja gar nichts. Da war nur Boxen gehypt in Deutschland. Das war noch so die Zeit mit Arthur Abraham, Felix Sturm, Klitschkos. Da war Boxen so richtig gehypt. MMA war ja komplett tot. Und die Weiterentwicklung zum MMA ist halt unglaublich. Die letzten 3-4 Jahre unnormal explodiert. Also wirklich, hat Boxen schon lange abgelöst. Und MMA ist die Zukunft. Und jetzt fragt mal jeden Jungen in der Schule, was willst du werden? Früher war es, ich will Fußballer werden, jetzt ich will MMA-Kämpfer werden. Ich will so werden wie Kerim Engizek, ich will so werden wie Islam Dulatov. Ist wirklich so. In allen Schulen fragt die Jungs mal. Und wir haben auf jeden Fall ein Großes dazu beigetragen. Und wir haben eine Tür geöffnet für viele andere. Was glaubst du, wie ist das entstanden, dadurch, dass sich MMA so stark entwickelt hat, gerade in den letzten Jahren? Ja, weil wir teilweise auch gute Kämpfe abgeliefert haben. Und viel Social Media, würde ich sagen. Social Die haben Media das auch. gesehen. Social Media 100% auch. Aber wir haben auch geile Kämpfe gemacht, um ehrlich zu sein. Keine langweiligen. Weißt du, wir haben immer Action, geile Knockouts und immer wieder was Neues da. Und das feiern die Leute. Gibt es irgendeinen Kampf, jetzt erstmal nicht Kerim, gibt es irgendeinen Kampf, wo du sagst, der muss von mir auf jeden Fall gesehen werden? Das ist mein Inspirationskampf. Weil du sagst, ihr habt geile Kämpfe abgeliefert. Wo ist dieser Kampf, wo du sagst, den würde ich einem Jungen zeigen? Der letzte Kampf von mir. Ja, den auf jeden Fall. Weil da hast du nämlich alles gesehen. Weißt du, was ich meine? Ich habe da versucht, wirklich jede Technik, die ich auch so an Pratzen mache, habe ich da geschlagen. Jede Boxkombination und eigentlich diese ganzen 5 Runden. Okay. Kannst du ein bisschen mehr zu dem Kampf erzählen? Weil, wenn du sagst, dieser Kampf hat dich sehr geprägt, wir haben ja auch in der ersten Folge darüber gesprochen, mit den Calf-Kicks, mit den Zähnen, mit dem kalten Wind. Du hast ja auch gesagt, Islam, dass du So den Rauch, arschkalt, diesen Alter. kalten Rauch gesehen hast. Ich glaube, das war das Schlimmste da. Ey, Diese Kälte war, glaube ich, viel schlimmer als alles schlimm. andere. Weil warum? Guck mal jetzt. Wir sind ja vorher Backstage in der Kabine. Der weiß es ja. Wir machen uns richtig warm. Also der Körper wird richtig hochgefahren, damit du richtig so an dein Limit schon mal gehst. Alter, ich gehe raus, eingefroren. Also die ganze scheiß Vorbereitung da drin hat gar nichts gebracht. Ich bin wieder eingefroren. Die Muskulatur zieht sich zusammen und das ist sowieso das Schlimmste. Das ist wie, als ob du einen kalten Wagen direkt drückst.
Weißt du, was ich meine? Du musst den Motor erstmal warm fahren. Und das ist eigentlich tödlich bei uns im Sport. Weil du fängst an, alles direkt zu, dicht, keine Und Kondition. kannst dich direkt verheizen. Ja. Und davor hatte ich ein bisschen Sorge, was heißt ein bisschen? Ich hatte die ganze Zeit Panik davor gehabt. Ich habe gesagt, ich auch zum ich will eine Jacke drin anziehen und so. Und dann, das hast du ja gesehen, als ich geatmet habe, kam da so Rauch raus, Alter. Und schon bei den ersten Schlagabtausch hat das unnormal geklatscht. So. Boah, das hat so weh getan. Aber denen ja auch. Weil ich wusste, mir tut das unnormal weh. Und manchmal muss das denen ja genauso wehtun. Weißt du? Und deswegen habe ich dann immer wieder. Wusstest du, dass es so kalt sein wird oder hat dich das eher geschockt, überrascht? Ich habe gehört, es wird kalt, aber dass es so kalt wird, hätte ich nicht gedacht. Das hat sogar mich geschockt. Weil ich dachte mir, wenn 60.000 in der Halle sind, erzeugt das so eine Wärme. Aber war ja gar nicht so, weißt du? War eine Eiskammer, aber trotzdem war geil. Wie ist das, was würdest du sagen, liegt es daran, dass die Kälte diesen Calf-Kick so doll auslöst oder ist es der Calf-Kick per Das ist se? schon unnormal, tut der sehr, sehr weh. Aber durch die Kälte nochmal extremer. Das ist doch so, kennst du doch, wenn du mal als Kind hast du im Schnee gespielt, Alter, wenn deine Hände eingefroren waren. Und dann auf einmal so klatscht, weißt du? Und dann, oder unter heißes Wasser tust, dann fängt es auch an, richtig weh zu tun. So musst du dir das vorstellen, aber unten an den Beinen und Füßen sind die meisten Nerven. An den Füßen, im ganzen Körper und deswegen. Hast du dich Mal irgendwann rein dran gewöhnt? Nein, das, Ja, so. man kannst dich nicht gewinnen. Okay. Dann die Calf-Kicks kannst du dich nicht gewinnen. Weil das kannst du kaum abhärten da unten. Ist ja so. Was willst du da abhärten? Oberschenkel geht, aber Calf-Kicks. Weniger, ne? Und wie war das bei dir mit denen, du hast ja erzählt, bei dir hinten die Zähne sind angebrochen gewesen? Ja, weggebrochen. Weggebrochen gewesen. Ja, dann ist schon Ellenbogen gefressen einmal. Ach, okay. Der war auf mir dort. Es war nur ein Ellenbogen, aber der hat den voll Hat ihm erwischt. nicht geschmeckt. Ja, hat ihn wirklich nicht wahrlich Da geschmeckt. war doch meine Lippe auch so fett. Der hat mir komplett Ellenbogen einmal quer durchs Gesicht, aber waren Splitter, sind alle abgebrochen hier oben, 3 Zähne waren das. Habe ich eine schöne neue Krone, danke an meinen Arzt, Elias. Und hat er mir eine schöne neue Krone verpasst. Hast du sofort gemerkt, da ist was durch? Ja. Der meinte, wenn du jetzt länger machst, brechen die alle komplett ab. Die waren alle so durch. Haben wir schön zusammengeklebt wieder. Mit ein bisschen Uhu-Kleber. Zack, zack. Okay, da gehen wir gleich gebastelt. nochmal näher drauf ein. Wie kam für dich der Kampf? Wo du meinst ja, sogar du hast die Kälte gespielt. Ja Islam. klar, ich hatte ein T-Shirt an und alles und Ja. sogar mir war kalt. Okay, wie hast du den Kampf wahrgenommen? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich war nonstop Panik ganz. Ich habe nur geschrieben, Bruder, dies, das, mach so, mach so. Also ich sag dir, ich war so richtig mitten im Kampf drin so. Ich habe ja auch eigentlich die Anweisung gegeben so. Wollte ich gerade sagen, ich habe alles gehört, was er gesagt hat. Jedes einzelne. Das Ding ist, ich habe eine laute Stimme und ich habe gesagt, Jungs, warte, und hab dann der ganze reingeschrien. Geh nach da raus, lauf in die Richtung und so, weißt du. Hab dann halt immer die ganze Zeit diese Anweisung gesagt, so. Die er sowieso schon weiß, aber weißt du, wenn man im Kampf ist, Klar. du denkst halt nicht an alles. Ja. Weißt Ja, du? seht die andere Man kann auch Seite. sagen, lass ihn jetzt alleine kämpfen, er weiß schon, was er tut, natürlich, aber am Ende des Tages von außen siehst du halt besser, als wenn du jetzt vom Gegner stehst. Und das ist so ein gewisser Adrenalin, weißt du, so, der dich, ich sag mal, in dem Moment vielleicht ein bisschen blind macht, so, wo du halt nicht merkst, weil du weißt nicht, okay, soll ich nicht, weißt du, das sind halt so im Kampf. Und er hat das schon sehr, sehr gut umgesetzt, muss man sagen. Auch der Takedown, den er dem verpasst hat, so, er hat ja auch selber noch einen Takedown angesetzt, so, da war ich so eigentlich so dagegen, weißt du, dass er das macht, so. Weil der andere war halt schwer, weißt du, was ich meine, und wenn du dann so in der 3. oder 4. Runde, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war, Dritte. wenn du dann so einen Takedown ansetzt und den nicht kriegst, Ja, Mann. weißt du, das kann dich schon stark ermüden, so, weißt du, und ich wusste halt, ich habe halt gesagt, okay, dann passen nur jetzt die Calf-Kicks aus, weil ich wusste, der war sehr schwer angeschlagen von den Calf-Kicks, so. Man hat halt so gemerkt, so einmal hat er einen Kampf bekommen, da hat er so kurz so auf dem Bein gewackelt, so. Ja, ich habe extra so ein bisschen. Und dann habe ich so gesagt, ey, jetzt erst recht aufpassen. Klar, dem anderen haben die auch wehgetan, so, aber es ist immer so, wer mit Calf-Kicks anfängt, ne, wenn er damit anfängt, ganz auf das Bein zu kicken, meistens kommt dann besser auch damit durch. Und da der andere damit angefangen hat, bei ihm das zu kicken, wusste ich, okay, der andere ist so immer 2 Kicks so im Voraus noch so. Weißt du, der war 2 Kicks im Plus so. Und der wiegt ja auch automatisch mehr auch, weißt du, was ich meine, so. Und man hat auch gesehen, Kedem hat ihn auch gekickt. Es hat ihm wehgetan, aber ich habe gemerkt, wenn er Kedem gekickt hat, hat es wehgetan, weil Kedem hat so, als er ganz kalt war noch, diese Kicks bekommen so. Und er hat ja auch zwar zurückgegeben, aber weißt du, es ist halt so. Du musst dir eine Sache vorstellen, wenn du 6 Mal, 7 Mal da getroffen bist, vernünftig, dann war's das, dann kannst du nicht mehr stehen. Auch wenn du stehen willst, kannst du nicht stehen. Du kannst dir mal den Kampf von Jihad Akipa angucken, bei Octagon. Da hat der Jihad den einen Kick verpasst, seinem Gegner 2, 3, 4 Mal hintereinander und beim einen Kick hat er ihn gekickt, der konnte nicht mehr stehen, der ist direkt runtergefallen. Ich habe, glaube Also- ich, 1, 2 Knockouts gesehen, wodurch genau das Ja, dann deswegen, das das Ganze ist beendet schon, wurde. das ist schon hart. Was Okay. da dann noch stand, Alter, ich habe dem schon 30 Calf-Kicks verpasst. Alter, das War ein harter Brocken, ne? Sehr zäher Hund, ey.
Okay, verstehe. Du hast es eben gerade schon angesprochen. Manchmal sein Gameplan, den vergisst du einfach aufgrund von Adrenalin. Ist euch das schon mal vorgekommen? Ja, aber nicht nur aus Adrenalin, einfach aus Ego auch. Weißt du? Der Gegner gibt dir ein paar Anzeichen, ihr knallt euch, sagen wir zum Beispiel, dann macht er zum Beispiel Hände hoch oder sagt komm, und dann denkst du dir, okay, komm. Obwohl es dann gar nicht abgemacht war, dass du dich mit dem Brawls, sag ich mal, dann gehst du rein und machst dein Ding so. Als ich damals gegen diesen Brasilianer Cleverson gekämpft habe, damals ein sehr, sehr starker Junge, da waren wir im Käfig so und ich gucke ihn an, er guckt mich an, er macht so komm, komm und ich sag so, ja komm, kein Problem so. Und war eigentlich geplant, dass ich mich gar nicht mit dem brawle so, weißt du. Ich sollte lang bleiben, Distanz halten, aber da dachte ich mir, wenn er will, komm. Kann schon passieren auf jeden Fall. Also du wärst quasi bereit dann für den Kampf, ne? Ja, safe. Okay, stark. Wie ist das bei dir, Kerem? Schon mal Gameplan vergessen und voll auf Auch schon Adrenalin? passiert, aber wie er sagt, dieses Brawlen ist immer so ein 50-50-Ding. Weil, wenn der dich zuerst einmal hart erwischt, kannst du auch K.O. gehen. Ich lasse mich selten, also manchmal haben die natürlich versucht, im Kampf zu provozieren und so, dann habe ich nur kurz geantwortet und dann war immer so, wait, gleich gehst du sowieso K.O., weißt du, was ich meine? Und dann, aber ich lasse mich kaum auf so Brawls ein. Weil, wie gesagt, das kann ganz gefährlich, kann da hinten losgehen. Ja, safe. Bis jetzt hat das immer geklappt bei ihm, aber guck mal, er ist so groß, so lange, er braucht das gar nicht, diese Infights und so. Er kann einen von langer Distanz ausboxen, ausnocken vor allem noch. Weißt du, was ich meine? Nicht nur auspunkten, der kann ausnocken. Deswegen diese Brawls braucht er eigentlich in Zukunft nicht mehr, aber das war eine Erfahrung jetzt auch für ihn. Und nächsten Kampf wird er das genauso umsetzen. Und dann wieder einfach so wild. Einfach wild Nein, drauf. diesmal ruhiger. Ich frage, weil ich habe oft mitbekommen, dass Boxer, die gerade frisch im Kampfsport sind, ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei, die mir danach erzählt haben, ich habe im Kampf alles vergessen. Alles, was ich trainiert habe, habe ich Aber danach das sind dann vergessen. so wahrscheinlich die ersten Kämpfe. Genau, das sind die ersten kommt, zwei Kämpfe. Kommt schon vor so, aber ich meine, wenn du das schon beim 7., 8. Kampf auch vergisst, dann musst du dich schon fragen, was falsch ist. Er muss den anderen Sport aussuchen, ehrlich. Dann bist du halt gibt zu manche, nervös für ja. diesen Sport. Es gibt weißt du? manche, die haben Lampenfieber, das gibt immer noch nach 20, 30 Kämpfen. Gab es auch schon Leute, die in der Kabine waren, die wirklich am Zittern waren. Ja, also, ne, am Ende des Tages, du hast natürlich den ganzen Adrenalinschuss hast du vor dem Kampf. Und wenn du das dann nicht unter Kontrolle hast, dann ist auf jeden Fall ein Problem. So, ist schon, muss man sagen, ist schon anstrengend auch für den Kopf, mental. Es geht schon, belastet dich schon und so, aber wie gesagt, ist auch Teil der Aufgabe, wo du quasi durch musst, wenn du ganz hoch willst, weißt du, und deswegen. Ich stelle mir das extrem anstrengend vor. Also, Er muss mentale Stärke mitbringen. genau. Wenn du psychisch schwach bist, dann, wie gesagt, hast du gar nichts in dem Sport verloren. Aber du musst eine gewisse Stärke mitbringen. Weißt du, ich sage immer so, guck mal, ich habe jetzt schon über 25 Kämpfe. Das ist immer derselbe Ablauf, nur ein neuer Gegner. Geh da rein, mach deinen Job. Ich weiß, was ich kann. Verstehst du? Der ist auch nur ein Mensch, besteht aus Fleisch und Knochen, Alter. Wenn ich ihn einmal hart erwische, geht er auch K.O. Deswegen immer derselbe Ablauf, nur ein neuer Gegner. Und damit rede ich mir das auch immer wieder schön so. Deswegen bin ich dann immer ein bisschen entspannter. Ich glaube, wenn du dir dieses Mindset eingefahren Ja. hast, dann machst du es dann auch genauso. Also Ja. nachdem du es gecheckt hast, dass Und es jetzt eigentlich mittlerweile genauso weiß ich ja, die funktioniert. haben Angst. Die haben Angst vor meinen Schlägen. Die wissen, was ich kann. Und ich weiß genau, was er sich gerade vorstellt. Boah, der hat Panik und ich mal chillen. So. Ich gehe da gleich rein, mach meinen Job. Gut ist. Das ist dieses Mindgame, ne? Ja, so musst du reingehen. Das sagen wir wieder. Jedes Mal machen wir das ja. Ja. Wir gehen gleich rein, was machen wir? Wir gehen gleich rein, hauen den kaputt, gehen raus. Ja, das ist genau das, was wir auch in der Safe. letzten Folge schon besprochen haben. Dieses Mindgame ist halt extrem Das wichtig. ist das Wichtigste. Alter. Das würdet ihr sagen 50-50? Sogar noch 80-20. mehr. 80-20 sogar. Weil es gibt Trainingsweltmeister, ich will allein bei uns im Gym, die sind so stark, denkst du dir, boah, die können richtig was erreichen, aber dann wirklich, wenn es auf hohem Level ist oder vor so einem großen Publikum, dann fängt das an, Lampenfieber, fangen die an zu zittern. Nicht jeder kann mit diesem Druck umgehen. Ja, das stimmt. Dann letzte Frage noch zu dem Kampf, den du jetzt vorhin erwähnt hast, den letzten. Du warst danach, deine Beine waren danach schon ziemlich K.O., ne? Bisschen blau und schwarz. Bisschen und blau. grün, Regenbogen. Wie hast du dich körperlich gefühlt? Ja, körperlich top. Ich habe mich gefreut, habe mich drauf geschissen so. Aber danach, boah, das waren so brutale Schmerzen. Ich schwör, das waren wirklich die schlimmsten Schmerzen, die ich hatte. Weil komplett von C bis zu meinen Knien, beide Seiten waren demoliert. Boah. Hast du ja gesehen danach. Wie lang war dein Recovery? Boah, komplett fast 4-5 Wochen hat das gedauert. Ich konnte 2 Wochen kaum laufen. Und nur auf Schmerzmittel sowieso. Und dann ab der 3. Woche langsam ging das so besser. Also nach 4, Das ist der Preis, den man da zahlt irgendwo, ne? that's the game. That's the game. Hard business, man. Islam, wie ist das für dich? Wie hat sich der Kampfsport seit eurem Beginn verändert? Also ich weiß, wo ich damit angefangen habe, wirklich, hat es auch noch gefühlt gar keiner gemacht.
So bei ihm wahrscheinlich noch viel weniger natürlich, aber wo ich gemacht habe, so, dann war das so, ich habe das hier wirklich so Trend gesetzt, weißt du, bei den jüngeren Leuten auf jeden Fall. Wo ich damit angefangen habe, das war schon so, okay, dann hat sich das rumgesprochen. Vor mir hat das einer gemacht, so, das war Rasul Malzagov damals, sehr guter, talentierter Junge, auch Tschetschene, guter Kämpfer. Er hat das auch so ein bisschen publik gemacht, so, weil er hat einen guten Namen gehabt, er hat gute Jungs geschlagen, so. Ich war immer so der gute Boxer und er war so der gute MMA-Kämpfer. Und danach, als ich damit angefangen habe, wurde das danach so richtig populär, so. Unter den Jugendlichen, ne? Zumindest ich rede jetzt von Älteren so. Aber so, ich habe angefangen und dann ging das los so, und dann habe ich die ersten Kämpfe gewonnen, dann wurde das immer größer und größer. Und auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass 99% der Leute, die nach mir gekommen sind, aufgrund dessen angefangen haben, was wir hier gemacht haben, also zumindest hier aus Umkreis Düsseldorf, ne? Haben alle nur angefangen wegen uns. Stimmt Und sind auch bis heute deswegen dran geblieben. Und definitiv. So, und wenn du jetzt auf Deutschland weit guckst, so, würde ich auch sagen, haben wir auf jeden Fall einen riesen Teil dazu beigetragen, dass der Sport so groß geworden ist, weil je populärer wir wurden, desto populärer wurde der Sport. Zudem gibt es auch noch andere gute Namen natürlich. Der Eckerlin hat auch natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Er hat den Sport auch gut groß gemacht. Und dann ein Jungwirt hat auch den Sport groß gemacht, muss man sagen. Also wahrscheinlich jeder so in seiner Region eher so. Aber ich würde mal sagen, da wir beide und Eckerlin so die größten Namen hier in Deutschland sind, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall den meisten Teil dazu beigetragen, dass der Sport halt so groß geworden ist. So. Natürlich die Jungs auch, wie gesagt, die anderen Kämpfer haben wahrscheinlich auch in ihren Regionen auch ihren Teil dazu beigetragen so. Und haben natürlich was dafür gemacht. Man muss den Leuten natürlich auch ihr Hack geben so, ne, und sagen, dass sie das gemacht haben. Es gibt viele gute Kämpfer in Deutschland. Aber ja, so war das jetzt auch von meiner Sicht aus. Ja, das ist 1.000.000% ist also. Wir haben eine riesen Tür geöffnet. Weil wären wir nicht da, wäre der Markt immer noch tot am Boden. Safe. Weißt du, was ich meine? Ich habe, guck mal, damals schon Hallen gefüllt in Oberhausen. Vor 6 Jahren. Das war richtig krass, Ja. Bruder. Ich habe eine ausverkaufte Halle gemacht. Ja. 10.000 in Oberhausen, wo Ja. du auch dein Debüt gegeben hast. 10.000 vor 6 Jahren, Alter. Das war damals unvorstellbar. Da habe ich meinen Titel verteidigt. Das war dann richtig krass. Also da ging die Tür auf jeden Fall richtig weit auf. Für den Nachwuchs und die ganzen Newcomer. Und damals gab es das nicht so. Wir waren die Ersten, die Social Media gemacht haben. Ja. So. Weißt du, was ich meine? Danach jetzt die ganzen, da hat vor mir zum Beispiel, ich kannte keine Kämpfer, die so Vollgas mit Social Media geben. Nicht mal Kerem hat das gemacht. Nee. Kerem hat so voll spät damit angefangen, weil er war so gar nicht schon in diesem Social Media Film, glaube ich, drin so. Ich war so mehr so da drin, ich habe gemerkt, okay, da gibt es so viel Sachen, die man machen kann so. Und dann, als ich mit Social Media angefangen habe, mit Kampfsport kombiniert und so. Eigentlich hast du sogar als allererstes mit YouTube angefangen. Und genau, also wir waren auf jeden Fall, also meine Geschwister waren auf jeden Fall die ersten, die mit YouTube angefangen haben. Danach war Corona, da haben wir aufgehört damit so, weil war lange Zeit, wir hatten dann viel anderes zu tun, weil wir haben da parallel viele Läden gemacht und so. Hat man einfach nicht mehr die Zeit dafür gehabt. Dann weiß ich, hat Eckerlin angefangen mit YouTube, du hast angefangen mit YouTube. So, und dann haben halt alle anderen auch angefangen. So. Aber ich will auf jeden Fall sagen, dass wir das auf jeden Fall in Deutschland hier populär gemacht haben. Die Leute haben gesehen, okay, es läuft, weil unsere Vlogs liefen unnormal. Also wir hatten bei den ersten Vlogs, keine Ahnung, schon so 30.000, 40.000 Views gehabt. Das war schon damals für den Anfang schon krass. So, die ersten Videos waren wirklich krass. Und bei mir war es so, ich hatte immer wieder wollten, dass ich YouTube mache, aber ich hatte keinen Bock. Du weißt ja, wie ich genau das. Ich hatte auch ganz andere Sachen damals zu tun. Ich dachte mir, was soll ich mit YouTube jetzt? Ja. Und so, ne? Aber irgendwann kommst du nicht mehr dran vorbei. Das ist ja das, was die meisten nicht verstanden haben. Was bringt dir das, wenn du ein krasser Kämpfer bist, aber dich kein Arsch kennt? Richtig. Du keine Hallen füllst. Das ist heutzutage ein Business geworden. Ja. Wozu werde ich Octagon-Champion, wenn ich 50 Leute in die Halle locke? Weißt du, was ich meine? Man will auch keiner haben. Man muss einfach die Wahrheit, man muss einfach Klartext reden. Ey, kein Veranstalter will euch mit 40 Follower, mit 50 Follower. Kein Veranstalter will euch, wenn ihr nicht die Sprache kennt. Ja. Kein Veranstalter will euch, wenn ihr keine Tickets verkauft. Ist einfach die Wahrheit, Digga. Keiner interessiert sich für jemanden, der ein guter Kämpfer ist, aber kommt und dann, keine Ahnung, 15 Tickets verkauft in einer Halle, wo 50.000 reinpassen. Oder lass es nur 10.000 sein. Ist also, du musst das immer aus dem Auge des Betrachters sehen. Du musst das immer umgekehrt sehen. Stell dir mal vor, du bist der Businessmann. Genau. Du willst ein Produkt bewerben. Du willst dieses Wasser verkaufen, aber der verkauft nur 2 Flaschen Wasser. Was willst du mit dem Jungen anfangen? Weißt du, was ich meine? Dann nehme ich lieber jemanden, der bekannt ist, der verkauft diese Wasserflaschen wie nicht so. Und das Nonplusultra ist ja noch, wenn ihr gut kämpfen könnt. Das ist das. Gut aussieht, vernünftig euch artikulieren könnt und dazu noch die Hallen füllen könnt. Ja, also ich meine, besser gibt es ja gar nicht. So. Komplett und das gibt es sehr, 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 sehr selten. Vor allem in Deutschland. Da muss man einfach Klartext reden. Es gibt vielleicht 2, wie gesagt, Eckerlin 3, 4, 5 Leute, wo ich sage, ey, wenn überhaupt, gibt es nicht mehr so viele. 4, 5 Mann insgesamt vielleicht, davon sind ein paar aus meiner Familie, wo ich sage, die sehen gut aus, können gut kämpfen und können sich vermarkten und sowas, weißt du. Da gibt es uns beide, Eckerlin, mein Bruder, so, und dann noch vielleicht 1, 2 Jungs noch maximal, wirklich, also nicht viele. So, und man muss halt sagen, dass es halt sehr wichtig ist. Die Leute achten nicht auf ihr Äußeres, die Leute achten, ne, ich sag nicht, dass jeder irgendwie rumlaufen soll, keine Ahnung, wie Fashion Designer so, aber man sollte schon wissen, dass man sich vernünftig anzieht, weißt du. Man soll schon vernünftig reden können, man soll schon wissen, wie man sich vermarktet, sag ich mal.
So, ich verlange nicht von jemandem, dass er auf einmal anfängt, Louis Vuitton rumzulaufen, wenn er das Geld dazu nicht hat. Darum geht's nicht. Aber weißt du, Vermarktung ist A und O, egal in welchem Business. richtig. Ist A und O, fertig aus. Da braucht doch keiner jetzt sagen, ey, die Jungs sind arrogant, was denken die? Wer die sind? Nein. Ja, ist doch klar, wir sind ja auch nicht mit Louis Vuitton und Gucci auf die Oder Welt wie lange gekommen. haben wir dafür aber auch gekämpft? Weißt du, was ich meine? Ja, Also, wirklich so. Für 10 Jahre gekämpft. keiner verlangt von dir, dass du heute Gucci und Louis Vuitton tragen sollst. Die Sache ist aber nun mal Fakt, dass wenn du in einer gewissen Größe schon angekommen bist, brauchst du ein gewisses Auftreten. Digga, du kannst nicht irgendwo auftauchen und guck mal, selbst Khabib, der ist so bescheiden und der so humble ist, ich glaube, ich kenne gar keinen, der so humble ist wie er. So, egal wie viel Geld er hat, aber sogar er fängt an, Dior zu tragen, diese Marken. Sogar er trägt das. Warum? Weil irgendwann kommst du einfach da nicht mehr drum rum. Weißt du, irgendwann, klar, du kannst unauffällige Marken tragen, so zwingt dich, aber man soll halt trotzdem schon vernünftig aussehen. Ich meine, ist so, du kannst keine Sportjacke anziehen mit so, weißt du, man muss schon wissen, wie man sich kleidet. Bin ich jetzt auch ehrlich so, weißt du. Wenn ich jetzt einen sehe von so 2 Kämpfern zum Beispiel, die haben, wo ich sehe, der eine hat gar keine Ahnung von Style, wie man sich anzieht und der andere sieht dann vernünftig aus, so denke ich mir, okay, für marketingtechnisch kann man den einen auf jeden Fall, der weiß, wie man sich kleidet, der weiß, wie man spricht, der weiß, wie man kämpft, kann man auf jeden Fall besser vermarkten, so, weißt du. Und das ist das halt so. Es gibt halt viele große Kämpfer auch, die haben von sowas keine Ahnung, aber deswegen sind es auch nur gute Kämpfer. Zum Beispiel ein Bivol, der ist ein krasser Boxer. Kann aber kein Englisch richtig. Weißt du, der spricht so, klar, der spricht Englisch, aber so ein totes Englisch, so, weißt du. Aber was denkst du, wie viel die mit ihm noch rausholen könnten, wenn er noch richtig Englisch reden würde, wenn er darauf Bock hätte. Ein Artur Beterbiev zum Beispiel. Guck mal, was für eine Maschine das ist. Er ist auf jeden Fall besser als ein Anthony Joshua. In allen Hinsichten gesehen, boxerisch, was auch immer. Aber sieht halt nicht so aus wie er, spricht halt nicht so wie er, weißt du. Da spielen halt viele Faktoren mit, so muss man halt Wahrheit sagen. Und weil es halt nicht der Fall ist, vermarktet er sich auch nicht so krass wie ein Anthony Joshua. Ein Anthony Joshua breit gebaut, sieht aus wie Adonis, gut aussehender Mann, weißt du, achtet so auf Klamotten, Kleidungsstil, sieht immer vernünftig aus, weißt du, so, die wissen schon, wie die ihn pushen. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, das ist ja wie bei Pereira, ne? Genau. Ja, Pereira ist eine andere Geschichte, Bruder. Das ist komplett eine andere Geschichte. Ja, Er kann auch einfach, bei ihm hat aber gar nichts gestimmt, Bruder. Er hat einfach nur abgeliefert, jeden totgeschlagen. Er musste und nicht warte, gut aussehen. Selbst das, aber selbst das kannst du, guck mal, er kann nicht mal reden. Ja. Er kann nur ein Wort, das er immer wieder sagt, weißt du, Ja. So, und dieses eine Wort ist aber nur, das kommt nur so gut an, warum? Weil es schon witzig ist, es ist schon so ein Meme geworden, weißt du. Das kann aber nicht jeder bringen, kann nicht jeder kommen und einfach anfangen, so ein Wort zu labern und dann sagt jeder, ey, voll sympathisch. Der Typ hat einfach dieses gewisse Etwas so, er sieht halt nicht hässlich aus, er sieht schon, ne, markantes Gesicht, so, sieht schon stabil aus, ist groß, weißt du, auch kräftig gebaut, plus verprügelt auch die Leute, weißt du. Das ist schon ein gewisses Etwas. Ein Tyson Fury zum Beispiel, er ist nur durch sein Mundwerk so bekannt geworden. Und das gute Boxen natürlich auch, ne? Aber an sich körperlich, guck ihn ihm an. Weißt du, für den juckt sich doch kein Mensch auf der Erde. Ja, weißt du, ne? Ehrlich, So, wenn du den ins Außen betrachtest, so jeder, der den sieht, wird sagen, Bruder, was soll ich auf seinen Kampf gehen? Der sieht aus wie einer aus der Kneipe. Ja. So, weißt du? Ja. Aber man muss halt, ne, er hat sich halt gut durchgeboxt, ne, und mit seinem Mundwerk halt gut und weit nach oben gebracht. Kann man natürlich auch so machen, aber wie gesagt, 99% der Fälle wollen die Veranstalter einen haben, der vernünftig aussieht, vernünftig reden kann, zudem noch gut kämpfen kann. Und Tickets verkauft. Fertig. Ganz einfach. Ja, damit habt ihr sehr gut die Frage aufgegriffen, mir schon vorweggenommen. Wie wichtig ist Social Media für den Kampfsport? Ja, haben wir gerade durchgekauft. Genau, es ist eigentlich, wie ist es denn, du hast ja relativ früh Islam angefangen mit diesem YouTube, Insta, für dich, du bist da irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen reingewachsen, aber für dich war das so normal, ne? Und du hast ja relativ spät angefangen, Kerem, ne? Ja. Wie ist das jetzt für dich? Kannst du dich dran gewöhnen? Ja, das gehört jetzt dazu. Das gehört zu meinem Business dazu. Auch wenn ich keinen Bock habe, also ich sehe das jetzt auch als Geschäft. Ehrlich gesagt, wäre ich kein Sportler, hätte ich auch gar kein Instagram, um ehrlich zu sein. Definitiv. Weil das ist manchmal auch anstrengend. Weißt du, du musst immer die Leute bei Laune halten, du musst immer wieder posten, machen, tun. Aber im Endeffekt, ohne deine Supporter, ohne deine Fans, das ist dein Business. Ohne die bist du nichts, auf so gut Deutsch zu sagen. Würdet ihr sagen, jemand, der jetzt mit Kampfsport anfängt und der sagt, ich will Profi werden, soll er sich Social Media machen? Auf jeden Fall. Klar, Mann. Natürlich. Deswegen sind auch, guck mal, Bruder, es gibt viele gute Kämpfer. Buakaw zum Beispiel, ja. Kennst du Buakaw? Gehört, aber ich... Einer der besten Muay Thai-Kämpfer, die es jemals in der Welt gab. Wer kennt diesen Typen heute noch? Wenn du jetzt heute rausgehst und jemanden fragst, die Buakaw kennt, den kennt kein Mensch. Was traurig ist, was für ein Typ das ist. Weißt du, ich meine, das ist so ein starker Mann, das ist eigentlich eine Beleidigung, dass die Leute den nicht so viel kennen. Der ist schon Legende im Muay Thai auf jeden Fall. Weißt du, so. Auch so Leute, die mit Kampfsport Ahnung haben, so, weißt du, müssen ihn eigentlich kennen, aber sehr viele werden ihn auch nicht kennen. Weil er früher halt kein Social Media hatte. Weißt du, und da gibt es auch zig andere Namen,
weißt du, die eigentlich viel, viel, viel größer sein müssten. Aber da es kein Social Media gab, sind die halt nicht diese Größen geworden oder besser gesagt, haben sich nicht bis heute etabliert. Weißt du, und Social Media hilft halt. Guck mal, beste Beispiel jetzt. Der Islam hat gekämpft, Contender Series. Wie viel Zuschauer waren da? 100, 200? Maximal. 100, 200. Ich kämpfe vor 60.000. Bruder, der geht durch Social Media viral. Vor 200 Zuschauern, aber ohne Social Media wäre das nicht möglich. Richtig. Hat mehrere 100 Millionen Aufrufe erlangt. Das meine ich mit. Weißt du, was ich meine? Ja, safe. Deswegen, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ich denke mal gerade in Das der hat er heutigen echt gut gemacht. Ja, ist Ja, er also so. gut gesagt, ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Du siehst, das meine Wer ich. hätte dich dann sonst gesehen, Ja. wenn du jetzt vor 200 Leuten Natürlich. denkst, das hätte einen gejuckt, wo der irgendwo kämpft vor 200 Leuten? Irgendwo in der kleinen Halle in Las Vegas, Ja. wo abgeschlossen ist, wo kein Mensch rein kann. Das Überleg, schickt doch der kein hatte Mensch. die gleiche Plattform vor 60.000, war einfach dasselbe. Vom Social Media her, meine ich. Oder noch größer sogar von der UFC. Hat ja das eine Video hat der schon 20 Millionen Streams oder so. Boah, das ist schon ordentlich. Ja, das war auch nur Instagram. Das musst du dir vorstellen, insgesamt, keine Ahnung, wenn du jetzt auf der Welt guckst, wie viele Leute, da sind noch andere Videos mit 10 Millionen da. Auf jeden Fall, round, bestimmt wahrscheinlich über 150, 200 Millionen Leute, die das gesehen haben. So. Weißt du, ich meine, das ist einfach geisteskrank, wenn du guckst. So. Ich weiß nicht, in wie vielen Ländern nicht gepostet wurde von irgendwelchen Seiten, die so, weißt du, so Videos ständig gemacht haben, dieses Jahr vom Model, die UFC-Kämpfer und so weiter. Das haben da so viele Leute gepostet. Da habe ich schon Videos gesehen mit 10 Millionen Aufrufen. Und zum Beispiel, ich habe kein TikTok. Weißt du, ich komme zurück hier. Ich will gar nicht sagen, wie viele Leute mich angesprochen haben. Digga, ich komme zurück, ich muss einen Schlüssel abholen mit meiner Vermieterin. Die geht rein und sagt, ja, wir haben sie vermisst. Ich sag so, wie? Ja, wir haben sie gesehen. Ich so, wo denn? Ja, sie haben noch gekämpft. Ich, woher wissen Sie das denn? So 40, 50-jährige Frau. Die sagt, ich sag so, keiner mehr ignorieren. ja, wir haben es auf TikTok überall gesehen, das lief überall. Ich sag so, das ist doch gar nicht ihr Thema. So, weißt du kriegst ja, glaube ich, schon das vorgeschlagen, normalerweise, was du so guckst. Aber wenn etwas so krass durch die Decke geht, dann musst du dir vorstellen, dass sogar bei solchen Leuten, so quasi, die eigentlich wahrscheinlich gar nichts mit Kampfsport zu tun haben, sogar bei denen wird das vorgeschlagen. Also es gibt wahrscheinlich niemanden in Deutschland, der das verpasst hat, Das war gekämpft wirklich hat. so krass, Alter. Wirklich bei ihm, ganze Woche war TikTok voll. Bei mir, wie er sagt, meine Nachbarn, Ärzte, Ja. die haben nichts mit diesem Sport zu tun, 50, 60 Jahre alt. Ja, wir haben ihr Kampf gesehen. Ja. Habe ich genau dasselbe. Siehst Wie du. kommen Sie denn drauf? Ja, wurde uns vorgeschlagen. YouTube, RTL Plus, TikTok, war alles voll. Meine Söhne, meine Kinder, meine Neffen. Ja. Das konnte ja keiner mehr ignorieren. Wer sagt, der hat das verpasst, Lügt. der ist am Lügen, wirklich jetzt. Lügt einfach, ganz klar. Da sieht man, wie krass diese Reichweite ist, ne? Unglaublich. Weltweit. Nein, Guck mal, Weltweit. es gibt niemanden in Deutschland, der bekannt ist, der mich auf diesen Kampf, der mich getroffen hat, der mich auf diesen Kampf nicht angesprochen hat. Verstehst du? Also es gibt keinen Fußballer, den ich getroffen habe, keinen Musiker, der mir nicht gesagt hat, ey, Glückwunsch zu deinem Vertrag oder so. Warum? Weil jeder Mensch, der letzte Neandertaler hat das in Deutschland mitbekommen. Checkst du? So. Das heißt, das ist einfach auf jeden Fall durch alle Social Media Kanäle durchgegangen. Und das wäre niemals möglich, will ich dir sagen, dann, wenn es Social Media nicht geben würde. Weißt du? So, wie soll es denn der letzte, keine Ahnung, irgendwo in München oder weiter hinten irgendwo in der Ecke mitbekommen, wenn ich in Düsseldorf kämpfe oder wenn ich in Las Vegas kämpfe vor 200 Zuschauern? Geht ohne Social Media gar Ich würde nicht. sagen, unmöglich. Weißt du, das ist natürlich unmöglich. Und deswegen so, weißt du, das ist so, als jemand zu dir sagt, so, ey, du lebst in Deutschland, kriegst aber mit, dass in Las Vegas gerade einer einen K.O. gehauen Ja. hat. Wie willst du das denn mitkriegen? Deswegen nochmal zu dem Punkt zurück, ohne Social Media läuft gar nichts. Ja. Definitiv. Und darauf erstmal einen Schluck Wasser. Ja. Also am besten den Rat auch den Neuling quasi Ja, aber mitgeben, nein, wenn ihr guck mal. groß werden wollt. Aber Das dennoch Problem- Fokus auf Wollte ich Sport. gerade sagen, weil meistens die fokussieren sich schon zu sehr auf Social Media, bekannter, berühmt. Nein, ihr müsst erstmal liefern, abliefern und dann könnt ihr das Ganze drumherum mitmachen. Weil nur Social Media alleine bringt nichts, dann seid ihr Social Media Helden, Kämpfer. Ihr müsst auch abliefern. Abliefern, ja. Klar, ganz wichtig. Ja, deswegen seid ihr auch da, auch sehr weit, was das angeht, ne, aus Social Media und dann mit Erfolg. Wie du schon gesagt hast, Islam, es gibt Leute, die Trash talken, die liefern aber nicht ab. Und es gibt welche, die Trash Die talken machen's. und liefern ab, ne? Richtig. So, und ich glaube, wenn du diese Kombo dann noch auf Social Media ablieferst, dann ist, glaube ich, eigentlich Sense. Ja. Das ist ein Marktwert, glaube ich, ganz oben, ne? Safe. Du musst dir vorstellen, Leute haben sich darüber aufgeregt, so, ja, der Islam redet immer viel im Kampf. Ja gut, ich habe immer viel geredet und mache es immer noch, weil erstens habe ich Bock drauf. So, wenn einer mich darauf herausfordert, so mache ich das mit, so natürlich. Zweitens, wann habe ich nicht abgerufen? Soll mir einer einen Kampf zeigen, wo ich nicht abgerufen habe? Weißt du, wo ich vorher geredet habe, wo ich sage, ich werde das und das. Soll mir einer einen Kampf zeigen, wo ich nicht abgerufen habe? Ich habe meinen allerersten Kampf verloren nach Punkten, nach einer 3-Runden-Schlacht, so. Weißt du? Und jeder Mensch weiß, wie der Kampf heute ausgehen würde. Weißt du, ich meine? So. Jeder Mensch weiß, unter welchen Bedingungen da gekämpft wurde. Aber das mal abgesehen davon, weißt du, also es gibt keinen Kampf, wo ich nicht abgerufen habe. Kann jeder sagen, was er will, weißt du, das weiß jeder Mensch so. Weißt du, und deswegen, das ist schon, weißt du, man muss halt können, das sind halt Sachen. Ich kann dir aber zigtausend Kämpfer nennen, die immer nur labern und dann lass die mal kämpfen. Gegen irgendwelche schlechten Gegner noch. Kämpfen die 3 Runden durch.
Dann heißt es, ja, ich hatte hier verletzt, da verletzt, deswegen habe ich nicht das gemacht, was ich konnte. Und einen Kampf später machen die genau das Gleiche und passiert wieder nichts. Die klassischen Ausreden. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn die Leute sagen, dass du nur viel babbelst und wenn du nicht abrufst. Ganz einfach. Und so, wer abruft, der kann auch reden. So sehe ich das. Ja, das ist ja auch das, was das so interessant macht, ne? Safe. Macht es Sinn, verschiedene Kampfsportarten zu mischen? Ja, du gehst sagen, wir hast 3-mal die Woche Boxen. Dann machst du aus 3-mal 2-mal, dann gehst du 2-mal Boxen, 3-mal die Woche zum Ringen. So habe ich das ja gemacht. Dann bin ich irgendwann zu Max gegangen, da war ich teilweise fast jeden Tag in der Ringehalle. Hab der ganze Zeit gerungen und irgendwann hast du das drauf. Aber du wirst ja natürlich niemals jetzt ein Olympiaringer, aber du kannst sehr stark auf jeden Fall werden. Sieht man ja auch an uns. Er kam ja auch vom Stand, ich auch. Wir haben mittlerweile starke Defense, selber starke Takedowns. Und wir können mittlerweile ringen. Und wenn wir noch mit schlagen, das ist ganz schwierig, dann gegen uns zu kämpfen. Okay, dann, weil ich frage aus dem Grund, weil ich hatte neulich die Frage von einem, der ist etwas jünger, sagt, ich will mit Kampfsport anfangen, aber ich weiß nicht womit. Soll ich direkt MMA oder soll ich erstmal boxen, damit ich so reinkomme? Bruder, ich kriege so viele Fragen. Guck mal, Leute, das auch mal jetzt direkt an alle, die das jetzt hier sehen werden. Tut mir bitte einen Gefallen. Ja? Kommt nicht zu mir und schreibt mir nicht auf Instagram. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Nimmt das bitte auf, wie ich euch das sage. Kommt nicht zu mir, schreibt mir nicht irgendwelche Sachen. Ey, ihr seid 15 Jahre alt, kommt zu mir und sagt, ey, ich kann mich nicht entscheiden. Mach einfach. Hör auf mit diesem, ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich lieber das? Junge, du bist 15 Jahre alt. Was für soll ich lieber, was? Du tust so, als ob du die Aufgabe deines Lebens gerade machst. So, weißt du, geh einfach zum Scheißsport, fang einfach an zu boxen oder mach Ringen, was auch immer. So, weißt du, es ist scheißegal. Ich verstehe die Leute nicht, die zu mir kommen und sagen, ja, ich weiß noch nicht, soll ich lieber das? Ich bin mir noch unsicher. In was bist du unsicher? In was? Ich war in seinem Alter, ich bin einfach gegangen, habe einfach Boxen gemacht. Einfach machen, ne? Einfach so was machst du daraus? Du machst daraus eine Mathematikarbeit, ob du jetzt zum Sport gehen sollst oder nicht. Oder was du zuerst machen sollst. Junge, geh einfach zum Boxen und du wirst schon sehen, ob du darauf Bock hast oder keinen Bock hast. Die Leute planen ewig was, am Ende kommen die nicht mal dazu, dann gehen die nicht mal zum Sport. Deren Planung dauert 3 Monate und am Ende gehen die sowieso nicht zu der Halle. Ist so einfach anfangen, Gas geben. Geht einfach in eine Halle rein, schmeißt euch ins kalte Wasser und fangt einfach an mit dem Scheiß. So, am Ende des Tages Angst oder nicht Angst ist normal, jeder Mensch hat Angst gehabt. Ich bin auch nicht reingegangen, hab gesagt, ich bin der stärkste Boxer in dieser Halle hier. So, ich bin reingegangen, ich weiß noch, Karim El-Lok hat mich damals Leberhaken K.O. gehauen. Also runtergehauen, dass ich runtergegangen bin. Da habe ich mir geschworen, ich bin in die Toilette gegangen, das war bei Paffensport, bei Sportgarde damals noch. Ich hatte so Hasstränen in meinen Augen, ich dachte mir, irgendwann haue ich diesen Typen tot. Bin ich irgendwann ein paar Wochen später, hat keine 1-2 Jahre gedauert, da weiß der Karim selber, da habe ich ihn auch einen verpasst. Lag da auch wieder. Also weiß man hat sich revanchiert, das ist was ganz Normales so. Gibt Tage, da wirst du Schläge kriegen, gibt aber auch Tage, da wirst du verteilen. Und deswegen geht raus, macht euer Ding und ja, einfach nicht so viel quatschen, ne? Soll ich das oder soll ich dies? Geht raus, macht einfach. So viel dazu. Würdest du denselben Rat mitgeben, Kerem? Ja, 1000%. War bei mir genauso. Ich war damals beim Ringen bei Max. Ich komme in die Halle, ich weiß noch, ich wurde von links nach rechts geworfen. Alter, komplett denke ich mir, scheiße, was mache ich eigentlich hier? Aber dann trainiert, immer weiter Gas gegeben. Irgendwann waren wir schon auf ein Level und teilweise habe ich die meisten dann auch überholt, die ganzen anderen MMA-Kämpfer und dann. Deswegen ohne Fleiß kein Preis. Einfach rein, ins kalte Wasser, auch wenn du am Anfang kassierst. Geh da rein, mach dein Ding. Und mich hat das nur motiviert, um ehrlich zu sein. Ich bin vom Mindset genau, wir sind fast gleich. Wenn du verlierst im Training, dann sagst du, nächstes Mal wird es besser. Ja. Nächstes Mal wird es noch besser und es wird besser. Das war aber damals beim Boxen in Leverkusen auch. Ich war der 4. Mann. Da waren alle Bundesliga-Boxer. Überleg mal, der 4. erstmal. Ich hatte im einen Jahr alle 4 eingeholt, war der 1. Mann in der Bundesliga. Mit 17 Jahren. Ich habe am Anfang nur Schläge kassiert. Wie gesagt, so viel trainiert, gemacht. Mein Mindset wieder. Ich habe ja ein starkes Mindset. Und war ich der 1. Mann. Mhm. Gab es einen Moment bei dir, wo dein Mindset kurz gebrochen war? Nein, nie. Nie. Immer motiviert. Immer wenn ich Schläge bekomme, habe ich immer meinen jüngeren Bruder Metin gesagt. Wenn ich warte, guck mal nächstes Mal Sparring, was ich mit dem mache. Und dann wieder kassiert. Und ich warte nächste Woche. Und dann wurde von Monat zu Monat aber besser. Und dann irgendwann war ich einer der Besten da. Ja, wir hatten das Thema ja aufgegriffen, was euch so geprägt hat. Und bei euch beiden war es ja die Niederlage. Und die Schläge gehören halt auch dazu, ne? Also du musst ja dieses klassische, wenn du fällst, ist okay, du musst nur aufstehen. Ja, manche kommen auch nicht. Manche kassieren und dann sind die gebrochen. Aber ich bin genau das Gegenteil. Ich kassiere und dann sage ich, warte, ab nächstes Mal knall ich dich erst recht weg. Man. Deswegen brauchst du eigentlich das Ego. Du brauchst das, Mann. Ich habe das gebraucht, weil wenn ich von Anfang an der Beste wäre, hätte ich auch gar keine Motivation mehr, weiter hochzugehen, weißt du? Und ich habe das gebraucht. Ich musste von links nach rechts geworfen. Und so funktioniert das auch nicht, weißt du? Am Ende des Tages, jeder hat dafür gearbeitet. Ja. Du kommst in ein Gym rein, du kannst nicht erwarten, dass du der Beste bist. Für was solltest du der Beste sein? Dass du die letzten 5 Jahre geschlafen hast, während Leute in diesem Gym sich den Arsch aufgerissen haben? Ja. Wäre doch unfair, weißt du? Und deswegen geh rein und verdien dir deinen Platz, weißt du? Jeder muss sich seinen Platz verdienen, ganz einfach.
Du kannst nicht reinkommen und denken, die Welt wird dir zu Füßen liegen. So. Du musst rein, du musst dafür arbeiten, du musst dafür hart arbeiten. So, keiner wird dir was schenken. Und vor allem schon mal gar nicht im Kampfsport. Du gehst da rein, du musst durch die Schläge durch, du musst durch diese Sparringseinheiten durch, du musst durch die harten Trainingseinheiten durch. Ansonsten, Bruder, bleib zu Hause. Was soll man machen? Dann hast du halt nichts in diesem Sport zu suchen. Ja, vielen Dank. Das ist der Preis, den man halt dafür auch zahlt, ne? Was würdet ihr sagen, ab wann kam bei euch die Professionalität? Bei mir hat es voll lange gedauert. Alter. Letztes Jahr. Bei mir hat es wirklich lange gedauert, ehrlich, ey. Ich würde mal sagen, so die letzten 5, 6 Jahre. Da kam das so Da kam langsam? das erst, ja. Würdest du sagen, es kam abrupt oder so Ja, schleichend? es kam so schleichend. So. Aha. Weil ich war nie so der Disziplinierteste. Ich hatte auch viele andere Sachen. Ich hatte so viele Probleme generell. Aber bei mir kam das so richtig erst so vor 5, 6 Jahren. Würde ich mal sagen. Ja, ist ja 100% so. Weil die ganzen anderen, ich habe einfach, wenn man so überlegt, so die ersten 10, 15 Kämpfe, Alter, wie ich die bestritten habe, unter was für Bedingungen. Da war gar nichts von vorne bis hinten organisiert, diszipliniert oder irgendwie geregelt. Ich habe einfach irgendwie mit Ach und Krach mich fit gemacht, reingegangen, trotzdem irgendwie noch gewonnen. Und dann irgendwann kam so ein Switch. Dann haben wir das alles geändert. Was war dieser Switch? Ja, der Switch war immer ein bisschen an einem hohen Niveau. Und dann bist du der Gejagte. Deine Gegner werden immer besser. Du selber willst auch besser werden. Und dann sagst du, entweder machst du das richtig oder gar nicht jetzt. Und dann musst du dich für einen Weg entscheiden. Und nachdem du dich dann entschieden hast, da hast du gesagt, ab hier Ja, da ist... hatte ich auch irgendwann Bock drauf. Was ist das für ein Pennerleben? Ich war wirklich teilweise 5 Uhr, 6 Uhr morgens zu Hause. Das war für ein Sportler. Überleg mal, 5 Uhr morgens bin ich nach Hause gekommen, war ganze Nacht unterwegs, hab dann bis 13, 14 Uhr geschlafen. Was ist das für ein Pennerleben? So. Dachte ich mir irgendwann, reicht langsam. Willst du nicht machen, bis du 40 bist und dann sagen, ey, bis 40, ja, ich wäre damals mal ein guter Kämpfer gewesen. Aber nein, das sind deine selben eigenen Fehler, gibt's keine Ausreden. Hab ich auch gesagt, beweg deinen Arsch jetzt, steh auf, geh zum Training, mach dein Ding. Ja. Also hast du reflektiert Ja, ich habe reflektiert. und gemerkt, Weil ey, die Zeit, guck mal, ich erinnere mich, ich war 15, dann bin ich auf einmal 25, dann bin ich 30. Bruder, die Zeit verfliegt. Verstehst du? Und dann, ich bin ein Typ, ich will das nicht bereuen. Für was haben wir so viel Zeit geopfert, so viel Schweiß, Tränen, Schmerzen, wieso, damit wir ein bisschen mal sagen können, ja, wir haben mal ein bisschen MMA gekämpft. Nein, ich will, wenn dann richtig oder gar nicht. ja, ich hatte einen guten Spruch gehört, ich will nicht sagen, was wäre wenn. Ja, Was ich will wäre nicht wenn sagen, oder was hätte wäre ich wenn, doch weil nur. viele Verbitterte heutzutage, die zu Hause sitzen und die sagen, die uns anschauen und sagen, das hätten wir werden können. Aber wir haben immer irgendwelche Ausreden suchen. Noch schlimmer sind die zu Hause sitzen, gar nichts erreicht haben. Ja, Und dann erzählen sie, ja, die nur ein Leben lang auf der Couch gesessen haben und dann noch Kommentare schreiben. ja, ja. Die sind noch viel schlimmer. Meinst du Internet-Rambos, die klassischen? Ja, nicht Internet-Rambos, aber die Leute, die nie im Leben was erreicht haben, weißt du, die wahrscheinlich bis an ihr Lebensende, was auch nicht schlimm ist, für eine gewisse Summe im Jahr arbeiten werden oder gewisse Summe im Monat arbeiten werden, weißt du, aber dann noch darüber urteilen wollen, weißt du, darüber, was Menschen sich hart erarbeitet haben. Was Leute, ich glaube, Sportler sein ist der anstrengendste Job, den es gibt. Ich glaube, es gibt keinen Job, der noch härter ist als Sportler sein, auch wenn viele Leute das nicht sehen. Sportler, ja. Mach aber mal unser einmal- Job, Alter, das ist Mach schon mal next einmal nur die letzte Woche. Wer nur die letzte Woche von einem MMA-Kämpfer, ja, nur die letzte, in der Fight Week, die letzte Woche sieht, der wird sagen, Bruder, ich gehe lieber nochmal arbeiten. Weil das sage sogar ich ja jedes Mal. Sogar ich denke mir jedes Mal, bei jeder letzten Woche so vor meinem Kampf, denke ich mir so krass, das ist so eine einsame Woche. Ich glaube, es gibt keine Zeit in meinem Leben, die so einsam ist wie diese letzte Woche. Ich glaube, da kann jeder Kämpfer nachvollziehen. Du weißt selber, okay, diese Woche wird vorbeigehen, du wirst kämpfen, keiner kann dir helfen am Ende des Tages, du kämpfst alleine, so. Das ist so, dieses Gewicht cutten, alle sind zwar dabei, ja, schon gut, aber du cuttest dieses Gewicht. Du musst 10 Kilo runter. Weißt du, was ich meine? Und selbst wenn andere auch das machen, der aus deinem Team ist, ja, aber trotzdem, ihr seid beide kaputt. So. Das eine macht das andere nicht besser. Du bist kaputt, er ist kaputt, weißt du, so. Am Ende macht das trotzdem durch. Und jeder hat sein eigenes quasi, ne, sein Päckchen quasi zu tragen, so. Und man will dafür, natürlich, ne, es ist halt, keiner sagt, dass man Mitgefühl dafür haben will, aber es ist halt ein Fakt, so, wenn du diese letzte Woche deine miterlebst, die einen MMA-Kämpfer durchmacht, wirst du sagen, ey, Bruder, ich gehe nochmal arbeiten. Das ist mir zu hart. Dazu noch, von dem Kampf rede ich noch gar nicht. Ich rede nur von den letzten paar Tagen vorm Kampf. Und dann noch dieser Kampf, Adrenalin. Die ganze Vorbereitung. Weißt du, Die das ist ganze ja so Vorbereitung. normal, weißt du, das ist ja nochmal so was anderes. Ja, aber ich meine nur die eine Woche jetzt. Ja. Nur diese eine Woche Was vorm macht Kampf. diese Woche so speziell? Der Weightcut, dieser psychische Druck, dieser physische Druck. Weißt du, diese Belastung für den Körper, für Und den mittlerweile Kopf. erwarten auch alle was von uns. Weil wenn Das uns ist das. keiner kennen würde, hätte mich das auch nicht gejuckt. Aber mittlerweile erwarten die von einem Kerim, von einem Islam, die erwarten, dass wir abliefern.
dann hast du automatisch, auch wenn ich das überspiele, scheiße, Genau. aber du hast das Hast trotzdem einen im Druck. Hinterkopf. Du hast das immer wieder in deinem Kopf. Die Leute erwarten was von dir. Nicht nur auch dein Umfeld, du willst auch deine Familie nicht enttäuschen. Ja. Und das ist das Wichtigste. Ja. Die Familie? An oder sowas? erster Ja, Stelle, Familie. du musst dir vorstellen, ich denke mir so, ey, wie soll ich jetzt Schläge kriegen und dann zurückgehen nach Deutschland und zu meinem Vater, Ja. zu meiner Mutter. Ja. Weißt du, meine Eltern so, die sind sehr traurig, wenn ich verlieren würde, weißt du, die werden sehr traurig. Das ist, glaube ich, so der Hauptaspekt, warum ich gar nicht verlieren will. Ich glaube so, das sind so meine Eltern, meine Geschwister, weißt du, so meine ganze Familie einfach, die ich zu Hause habe, weißt du, die dann einfach traurig wären, wenn ich verlieren würde. Und ich denke, das ist halt so der Hauptgrund, warum das für mich so gar nicht in Frage kommt zu verlieren. Ich gehe rein, ich denke mir so, ey, ich gehe auf keinen Fall heute als Verlierer nach Hause, weißt du, so. Ich lasse mich auf gar keinen Fall von dem Typen jetzt verprügeln, dann gehe ich zurück zu meiner Familie und sitze dann da auf dem Tisch und muss mir dann anhören, so, ist nicht schlimm, weißt du, so Genau. Die bemitleidet machen werden. dich Das ist ja ja das nicht Schlimmste. runter. Ja. Das ist ja das Schlimmste, wenn dich einer bemitleidet. So, Nächstes weißt Mal du? kommst du stärker zurück. Weißt du, nächstes Mal lass wirst du stärker, so mach dir keinen Kopf und so. Auf gar keinen Fall, denke ich mir. Dann gehe ich lieber rein. Ich tue alles, um diesen Genau. Typen da auf jeden Fall totzuschlagen. Aber ich gehe nicht zurück als Verlierer, so weißt du. Und wenn es dann so passiert, am Ende war es so geschrieben. Aber ich meine, in diesem Moment, wo ich in den Käfig reingehe, denke ich mir, ey, no way, dass du hier rauskommst als Sieger. Ja, vor allem, das ist ja kein Teamsport in dem Sinne. Du gehst da alleine raus und entweder du gewinnst alleine oder du verlierst alleine. Das Safe. ist ja nicht wie beim Fußball oder beim Football, dass du sagst, okay, wir haben als Team verloren, so Nein. Vorbereitung war schlecht oder so. Sondern Sagen wir sogar deine Freunde. Ja, die sagen, boah, scheiße. Die sind vielleicht eine Woche traurig, aber wie lange ist das Ja. in uns drin? lang Wir wahrscheinlich. laufen damit die ganze Zeit und mich quält sowas. Weißt du, was ich meine? Manche können damit gut klarkommen, die sagen, ey, ich habe verloren, alles gut geschlafen wieder. Ey, Ich würde auch gerne ein Beispiel jetzt nennen. Ja, gern. Das ist jetzt ein bisschen, ne? Letzte Woche Samstag, keiner weiß es, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Ottmar Azata hat gekämpft bei der UFC, hat verloren, bitter leider. Kann aber passieren. Er hat einen guten Mann gekämpft. Michael Johnson war schon, ich weiß schon, in der Top 10 war er schon, hat schon gegen Khabib, gegen wirklich etliche Namen gekämpft, hat sehr viele gute Jungs weggehauen, hat auch mal ein paar Mal verloren, ist aber auf jeden Fall ein Veteran, gestandener Mann in der UFC. Ottmar geht rein, macht einen guten Kampf, soliden Kampf bis dato, hat lange mit einer Rückenverletzung gekämpft und ist jetzt zurück, ne, macht seinen Kampf, geht rein, wird bitter ausgekontert, verliert durch K.O. Wie gesagt, gar nichts Schlimmes, kann jedem Menschen passieren, ist ein Kampf. 2 Leute gehen rein, am Ende kann nur einer gewinnen. Und was am schlimmsten ist, so nicht die amerikanischen Leute, die darunter kommentieren, so die sich darüber lustig machen. Einfach alles, 99% deutsche Kommentare, die sich darüber freuen, die sich darauf aufgeilen, dass er verloren hat. Da schreiben Leute teilweise so Sachen wie, ich kenne den Typen nicht, aber geil, dass er einfach verloren hat. Wo ich mir denke, Bruder, wie kann man so ein Mensch sein? Wie kann man so ein missgünstiger Mensch sein, so, weißt du? Wie kann man so eklig sein, dass man jemanden einfach so etwas nicht gönnt? Und da kriege ich immer wieder so Angst vor der Menschlichkeit, weil ich mir denke, krass, was haben die Menschen für ein Level erreicht an Ekelhaftigkeit, so, weißt du, dass man einen Menschen, den man nicht mal kennt, man hat keinen Bezug zu dieser Person, man wünscht ihr einfach eine Niederlage. Daran sieht man einfach, wie ekelhaft diese Szene hier in Deutschland auch sein kann. Das ist die Neidgesellschaft. Und deswegen, genau das ist das. Leider bei uns Und das ist auch 99%, muss man einfach sagen, Neid. Ja. Kannst du sagen, da sollen die auch labern, weil da schreiben Leute in den Kommentaren, ja, der hat sich mal unsympathisch geäußert und in Interviews, ach komm, weißt du, jeder Mensch weiß, keinen juckt das, ob der sich unsympathisch äußert oder nicht. Ihr seid einfach nur neidisch. Der Typ ist Millionär, fährt dicke Karren, lebt einen Sportler-Lifestyle, macht sein Ding, so, hat nicht mal viel mit Außenwelt zu tun. Ich meine, ich finde, Ottmar hat sogar in den letzten Jahren nicht mal viel auf Instagram, auf Social Media gemacht, so, aber das ist einfach nur, die Leute sind einfach, die sind neidisch. Ist einfach Wahrheit, so, weißt du. So, klar, kann vielleicht immer so 5% auf der Welt geben, die dich einfach so nicht mag. Ne, gibt's überall, so, keine Ahnung, du bist vielleicht unsympathisch für deren Augen, okay, aber nicht 99%. Und das zeigt dann auch auf jeden Fall, okay, diese Leute sind einfach neidisch so. Die mögen diesen Lifestyle nicht, den er lebt. Oder besser sind neidisch, dass sie diesen Lifestyle selber nicht leben können. Dafür können aber andere Leute nicht. Richtig. Dafür können aber andere Leute nichts. Ja. Er kann ja nichts dafür, dass du in deinem Leben nichts gerissen hast. Weißt du, sorry, aber du hast in deinem Leben nichts gerissen. Du hast dir nicht den Arsch aufgerissen, deswegen gehst du jetzt für 2.000 Euro im Monat arbeiten. Aber dafür kann dieser Junge nichts. Du musst dir selber die Schuld geben. Dass du für 2.000 Euro arbeiten gehst, für 3.000 Euro arbeiten gehst, was auch immer. Wenn du unzufrieden bist mit dir selber, gib dir selber die Schuld. Oder arbeite härter und dann kannst du auch dahin kommen, wo der Junge zum Beispiel ist. Aber, ne, auf der Couch zu liegen, Kommentare schreiben, ja, ey, hin und her. Das ist immer das Einfachste. Ist schon ein bisschen arm, weißt du, ist schon ein bisschen, ist schon sehr arm und sehr traurig und ich hoffe wirklich, das meine ich jetzt auch wirklich ernst, ich hoffe, jeder einzelne Mensch, der so schlechte Kommentare, nicht nur auf ihn bezogen, sondern generell auf jeden Menschen bezogen, der zum Beispiel eine Niederlage erleidet oder der gerade eine schwere Zeit durchmacht,
der diese Menschen solche Hasskommentare schreibt, ich hoffe, jeder von euch wird in eine Situation in seinem Leben kommen, dass ihr einmal so ekelhaft auf die Schnauze fallt, dass ihr euch denken werdet, krass, Alter, so fühlt es sich also an, wenn man in so einer Position ist. Ich wünsche das wirklich vom Herzen jedem Menschen, der so ein ekelhafter, misskennerischer Mensch ist. Damit ihr auch einmal fühlt, wie das ist, so am Boden zu sein. Und ich hoffe, dann sind auch Leute da um mich herum, die sich über euch lustig machen, damit ihr einmal seht, wie das ist. So viel dazu. Danke. Vielen Dank, Islam. Ja, das sind meistens auch die Leute, die selber nichts erreicht haben, ne? Und danach, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen Rambo im Internet spielen. Ab wann konntet ihr vom Sport leben? Also es geht einher so ein bisschen mit der, wann kam die Professionalität, aber ab wann konntet ihr davon leben? Ja, so da, als die ersten Verträge kamen, die Gagen ein bisschen höher wurden und bei mir hat es schon ein bisschen früher angefangen. Ich habe schon damals bei GMC eigentlich für deren Verhältnisse gute Gagen bekommen, weil ich auch deren Zugpferd war und hatte nebenbei immer ein paar Sponsoren gehabt, die mich finanziell unterstützt haben. Ich würde mal auch sagen, vor 5, 6 Jahren, so nach Oberhausen fing das an. Da habe ich schon ein paar Euros verdient gehabt, aber jetzt nicht so, dass ich davon fett leben konnte, so dass ich mich zur Ruhe setzen, also in Ruhe meinen Sport auf jeden Fall machen konnte. Mich auch nicht weiter konzentrieren müsste und habe ich ein paar so guten Dingen investiert gehabt, auch schon früher, vor ein paar Jahren. Und das war es dann eigentlich. Und jetzt natürlich die ganzen weiteren Sponsoren, Kampfgagen sind immer höher geworden. Mein Business ist immer erfolgreicher geworden und Islam finanziert mich richtig hier. Der Keller finanziert mich. Ich wollte gerade sagen, ich kann immer noch vom Sport gar nicht leben. Ich habe hier gute Freunde. Ich habe einen reichen Bruder, den kassiere ich monatlich ab. Und trotzdem, aber immer stay humble. Ist egal, was wir verdienen. Egal wie viel Erfolg, was wir verdienen, wir bleiben immer gleich. Bruder, ich werde immer noch ein Jogger rumlaufen. Auch wenn ich jetzt nächsten Monat 10 Millionen verdiene. Letztendlich ist das nur Papier, sagst du? Das ändert mich nicht. Guck mal, soll ich denn was genau? Ich habe was Gutes. Das stärkt nur einen Charakter eines Menschen. Verstehst du, wenn du einen dreckigen Charakter hast und erfolgreich und reich wirst und ekelhaft wirst, ist das nur dein dreckiger Charakter, immer der in dir geschlummert hat. Ja. Aber wenn du so bist, wie zum Beispiel wie ihr jetzt oder ich werde immer bodenständig bleiben, egal wie viel Geld ich habe, egal wie viele Millionen ich verdiene, egal wie viel Erfolg ich weiter meinen Sport habe, weil mein Charakter war immer schon so. Deswegen ändert euch nicht für Kohle, das steckt und schlummert in einem. Weil die sagen immer, Geld verändert einen Menschen, das stimmt nicht. Geld zeigt nur, wie du wirklich warst. Was du bist. Sehr stark, Jungs. Und ich kenne viele Leute, die erfolgreich waren, die heute auf die Fresse gefallen sind, kein Schwanz mehr interessiert. Wo sind die denn jetzt? Vor noch ein paar Jahren groß geredet, großkotzig, arrogant durch die Gegend gelaufen. Wo sind die denn jetzt? Weil keiner kann irgendwann sagen zu mir, der war ein arroganter Typ, hat sich Filme gefahren. Nein, im Gegenteil. Da sind wir wieder beim Thema. Und selbst wenn die Leute das sagen, sind das Leute, die nicht unterscheiden können. Nein, wenn du arrogant bist, genau. Und Selbstbewusstsein. Ja, das ist das, ja. Weißt du? Das ist das Problem, was die Leute in Deutschland immer noch nicht kapieren. Das Thema könnte man jedes Mal beim Podcast ansprechen. Wie kann man sagen, dass man arrogant ist, wenn einer sagt, ja, ich werde das und das machen und das am Ende auch wirklich macht? So, weißt du, das ist ja nicht arrogant, das ist einfach selbst. Nein, das ist selbstsicher, ne? Es gibt 2 verschiedene Paar Schuhe. Wenn einer redet und auf die Fresse jedes Mal bekommt, immer sag halt lieber deine Schnauze, Junge. Weißt du, was ich meine? Ist das so? Ich war jetzt selber nie ein großer Fan davon, aber ich könnte das zum Beispiel. Ich habe jetzt all meine letzten 15 Kämpfe gewonnen. Aber wenn er sagt, ich hau den auf die Fresse und er macht das, hat er abgeliefert. Ja. Aber wenn stell mal vor, er wird jedes Mal ganz wirklich, sag bitte halt deine Fresse, Islam. Du blamierst mich sogar schon. Ja. Verstehst du? Ja. Aber er liefert ab. Also das hat Arroganz und Selbstbewusstsein 2 verschiedene Paar Schuhe. Würde ich auch genauso unterschreiben. Ist ja so. Es ist so, genau. 100%. Und sorry, was ich auch noch sagen wollte. Was hat Conor gemacht? Er hat geredet, genau das umgesetzt, ist einer der erfolgreichsten MMA-Kämpfer aller Zeiten. Weil der hat nur mit seinem Mund ist er so erfolgreich geworden. Nicht durch seine Taten. Das ist natürlich auch krass, der hat heftige Kämpfe absolviert, aber der hat geredet, der meint, ich werde den so und so ausnocken, ist passiert, ja. Und den nächsten. Und ist der einer der größten Motherfucker im Sport jetzt. Nicht menschlich, aber im Sport. Da kommen wir genau auf dieses Trash-Talk und dieses Social Media zurück. Und wenn du beides kannst, diese Kombo ist eigentlich. Klar. Und wenn du dann noch ablieferst, genauso wie du es prophezeist, ich glaube, das ist. Pay-per-view-Maschine, Gelddruckmaschine. Ja. Natürlich arbeite ich lieber mit einem Conor zusammen. Auch wenn ich ihn menschlich nicht mag, sage ich aber, ich will den in meinem Business haben. Ja. Der Typ, der macht doch scheiße Geld. Weißt du, was ich meine? Wer hat er damals im Interview gesagt, weil er meinte, dieser Interview, so ein Typ spricht dann und sagt, Conor, ich wollte dir gerne was vorlesen, was du gesagt hast vor dem Kampf mit Alvarez. Dann liest er ihm das so vor, so. Er hat einfach 1:1 das gemacht,
was er eine Woche vorher gesagt hat im Interview. Dann sagt der Conor zu dem so, meinte, wie machst du das? Dann sagt er so, if you can see it here and you have the courage enough to speak it. Weißt du? Er sagt, wenn du es im Kopf sehen kannst und du hast diesen inneren Willen, du hast nicht diese Angst, das auszusprechen mäßig, weißt du, dass du sagst, es wird genauso passieren, it will happen, sagt er. Weißt du, so, du musst einfach nur Visualisieren. Genau, du musst einfach visualisieren und darfst keine Angst haben, so das zu sagen. Sag es ruhig, sprich es ruhig aus, weißt du, weil am Ende, wenn du es nicht aussprichst und es genauso kommen sollte, wie du es, weißt du, wie schon visualisiert hast, wirst du denken, hätte ich es mal ausgesprochen. Ja, was dann macht ist der? doof im Nachhinein. Gegen Jose Aldo. 10 Jahre ungeschlagen, amtierender UFC-Champion. Er trainiert die Wochen vorher, halbe Stunde in der Kabine, wie der den ausnockt. Was macht er? Den Sidestep raus. Tack, bam. Kontert den genauso aus. Eine halbe Stunde vorher zeigen die das noch in der Kabine. Hat den ausgenockt in 10 Sekunden. Oder was weiß ich, wie viel Sekunden. Geht 13 Sekunden, Oder 13 UFC gestiegen, ja. Überleg mal. 10 Jahre ungeschlagen, 5 Jahre UFC-Champion. Hat das immer visualisiert, trainiert, gemacht, meinte, ich werde den so und so ausnocken. Puff, K.O. Aber da ist das auch die starke Mindset wichtig, ne? Ja. Dass du das auch die Eier hast, das Ja, auszusprechen. Conor hat schon einen starken Mindset auf jeden Fall, muss man sagen. Hatte. Er Weiß hat- man nicht, er ist immer jetzt- noch. Jetzt aber damals, Bruder, überleg mal, der ist von heute auf morgen ein Weltstar, der ist der schnellst wachsende Sportler aller Zeiten jemals in der damaligen Geschichte geworden. Von heute auf morgen ein Weltstar. Weißt du, komm mal darauf erstmal klar. Ja, allein der Kampf gegen Khabib, ne, das war ja ein... Aber da war der schon verbrannt, da habe ich ihn schon Ja, niedergelegt. ja, Also war so, er, Da aber war ich schon vollkommen auf Seite von Khabib. So. Ich war so voll so, okay, Charlie gewinnt das Khabib. ja, ich auch, ne? Aber so, was das Social Media technisch alles ausgelöst hat, das war Rekorde gebrochen. ja. Okay, dann eine Frage nochmal dazu. Könnt ihr euch an eure erste Gage erinnern? Ja. Ja, ich weiß auch noch. Die erste Gage war, warte, was habe ich bekommen? 350 Euro. Und ich dachte mir, boah, krass, geil. Wie alt warst du da? Einen Monat, 18, glaube ich. Mhm. Ja, doch, 18 war ich. Nee, warte, sorry. Ich habe im Boxen schon ein bisschen Geld verdient. In der Bundesliga, in Leverkusen, habe ich 150 Euro pro Kampf bekommen. Und das fand ich so geil. Weil ich hatte ja gar kein Geld. Mit 16, 17 so. 150 Euro dachte ich mir, okay, wenn ich 2-3 Mal im Monat kämpfe, habe ich meine 5, 6 Scheine. Und da dachte schon, ich wäre Multimillionär. War ja auch in dem Alter fast schon so. Aber Weltklasse. Ja. Okay, und dann mit der Zeit. Ja, dann immer langsam. Der erste MMA-Kampf, meine ich, waren 350 Euro, das war ich auch bei GMC. Habe ich noch so Cash bekommen. Ich boah, geil, Alter. Ich will jetzt jede Woche kämpfen. Ich habe ich ja noch damals mit Dennis gemacht. Ich lasse mich jede Woche kämpfen. Und dann für 600, 700, dann immer langsam. So langsam aufgestiegen, ne? Dann immer mehr, ja. So, und wann kam so die erste Gage, wo du gesagt hast, boah, jetzt geht's los? Ja, kommt davon, was man definiert, was für dich viel ist. Weißt du, was ich meine? Was war für dich viel? Du musst keine Zahlen nennen, aber so Ja, so sechsstellig auf jeden sechsstellig. Da ging es dann bei dir los, wo du gesagt Ja. hast, boah, jetzt, ne? Fall. Ist auf jeden Fall, aber man muss einiges versteuern hier, deswegen bleibt ja am Ende nicht viel. Okay, danke dir. Wie ist das bei dir, Islam? Mein erster Gage war auch 150 Euro. Das war 150? damals für ein Amateurturnier, wo ich 4-Mann-Turnier gewonnen habe. Da hat der Veranstalter mir einfach 150 Euro gegeben. Einfach Das war so schon und für mich dann, todesviel. Ja, das heißt einfach so. Ich habe 2 gute Jungs geschlagen, so, und dann hat er mir 150 Euro. Ich glaube, das war sogar nicht mal abgemacht. Ich glaube, er hat mir das einfach so gegeben, weil er so überrascht davon war. Ich glaube, ich war der Underdog in diesem Turnier. Und ja. Ach, weißt du noch genau, jetzt weiß ich. Das 8-Mann-Turnier, die Grand Prix Genau. habe ich gekämpft. Ich habe 3 Kämpfe an einem Abend gemacht. Da hast du voll viel Geld bekommen, weißt du Ja, noch. das heißt viel, das war vor 10, 11 Jahren jetzt, Ja. habe ich 5.500 Euro Das bekommen. war todesviel schon für Ey, damals. das war vor 11 Jahren, Alter. Ich habe das Geld so, das war nur 500 wahrscheinlich, ich habe das so in die Luft geworfen. Weißt du noch? Und damals hat sein Onkel oder. Ja. Ne, doch, das war oder Apo. Apo war doch dein Cousin. Mein Cousin, Apo, Ja, hat das damals uns erzählt so. Und ich war so voll so, boah, was, so viel Geld hat er bekommen und so. Überleg Da hab ich mal, nur- für da hab ich 3 nur- Kämpfe, Alter, das ist ja heute gar nichts. Da habe ich klassisches Boxen gemacht so. zu der Zeit? Ja, nur klassisches Boxen. Da habe ich dieses Turnier noch gesehen, wo er gekämpft hat und so. Ah. Für diese 500, da wurde er so Ich habe umgeschmissen. die hat und so. hochgeworfen. So, haben die mir Ja. gegeben. Überleg mal, 5.500 für 3 Kämpfe, Alter. Das ist ja gar nichts mehr. Ja. Aber damals war das so krass, man. Boah, heftig. Und dann habe ich das so in die Luft geworfen, im Ring drin. Und alles danach wieder Wieder aufgesammelt. aufgesammelt. Tak, schnell alles aufgesammelt. Die brauche ich noch. Ja, ja. Aber sah cool aus, nur für Video, weil ich ein bisschen Welle mache. Okay, ja, cool. Wisst ihr noch, was ihr mit eurer ersten Gage gemacht habt? Nein, keine Ahnung mehr. Aber ich glaube, ich bin dann was essen gegangen. Okay. Ich habe das immer aufgeteilt mit meinem Bruder. Also ich habe das, im Endeffekt hat der das immer ausgegeben.
Und das war bei mir genauso. Ich hatte mein hab Geld nach immer 100 unter der Spiele- Matratze, Alter. Ich hatte vielleicht 1.000 Euro, 2.000 Euro. Und jedes Mal, komisch, es fehlt ein Huni, fehlt ein Fuffi. Wir haben uns geteilt. Okay. Ja, okay. Ja, sehr schön. Dann erstmal bis hierhin vielen Dank. Ich würde jetzt noch zu den Zuschauerfragen kommen, die ihr uns wieder fleißig gestellt habt. Nochmal ein riesen Dankeschön an die Zuschauer, die die Fragen in die Kommentare geballert haben. Auch in Zukunft immer die Kommentarleiste voll machen, weil die Jungs die Fragen immer beantworten. Die erste Frage von Fatih Alikan, auch an dich vielen Dank für die Frage. Und zwar hat er die Frage gestellt, meint ihr, dass es zu spät ist, mit 25 um mit MMA anzufangen und eine Profikarriere anzustreben? Okay, das ist wieder diese Frage, die meistgestellteste Frage. Ich schwör's dir. Ist es zu spät? Ist es zu spät? Fatih, mein Löwe, Aslanım benim. Es ist nicht zu spät. Wenn du ein bisschen, also was heißt, wenn du richtig Gas geben willst, ist es immer mit 25 immer noch nicht zu spät. Aber dann musst du dafür deinen Job jetzt kündigen und nur für den Sport leben. Wenn du jetzt sagen wir 3-4 Jahre voll Gas geben würdest, Hardcore ringen, Boxen, machen, ich weiß ja nicht, ob du Kampfsport-Erfahrung oder Background hast, dann könntest du auf jeden Fall in 3 Jahren was reißen. Aber dafür, sage ich dir ehrlich, musst du dir dann leben, musst du opfern und nur auf Sport Wenn konzentrieren. du Multimillionär bist und deine Eltern dich komplett finanzieren können oder was auch immer, du dich selber finanzieren kannst, du von heute auf morgen mit allem aufhören kannst, einfach den Sport nachgehen kannst, kannst du auf jeden Fall was reißen, ja. Genau. Wenn nicht, wird es auf jeden Fall sehr schwer. Ja, so ist das. Aber zu der Frage nochmal, bitte. Ist es zu spät? Ja. Ist nicht zu spät, okay? Ja, bitte, stellt Okay, auch stellt solche mir Fragen diese nicht mehr. Fragen Bitte, nicht. ich hasse diese Frage. Das ist wirklich, das kommt mir aus den Ohren wieder. Das raus. wird so oft gestellt, diese Frage. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, diese Frage in meinem Leben eine Million Mal Aber das ist das ja, wir beantworten die jedes Mal. Das ist Ja. ja nicht so, dass wir die nicht beantworten. Bitte, Jungs, wir sagen das doch immer wieder. Das ist nie zu spät. Nie zu spät, okay? Wenn du 35 bist und damit anfangen willst und du sagst, du bist reich und du kannst auf alle Scheiße Ja. anfangen, selbst dann ist es nicht zu Ich spät. schwör's dir. Ehrlich. Wenn du finanzielle Sicherheit hast, deine Miete sich zahlen lässt, du leben kannst, geh dir hin, reiß deinen Arsch auf, du kannst was erreichen. Ja, sehr stark. Die nächste Frage ähnelt dem, was sie gerade schon gesagt hat, und zwar ist die von Ferhat NM_1. Was sind eure Tipps, um im Kampfsport weit zu kommen, um eventuell in den Profibereich umzusteigen? Trainieren, Gas geben, fertig. Ja, gibt keine Tipps. Nur trainieren, abliefern. Sage ich immer wieder, abliefern. Nicht nur trainieren, du musst auch kämpfen und dann abliefern. Weil es bringt nicht nur zu trainieren und keine Kämpfe zu bestreiten. Von Kampf zu Kampf wächst du. Von Kampf zu Kampf wirst du größer. Jetzt in 5-6 Wochen ist mein nächster Kampf sein und dann wachsen wir wieder. Und wieder Von und Gym-Weltmeister kannst du auch nichts kaufen. größer. Ist so. Okay, dann die allerletzte Frage, die wir jetzt noch in den Raum stellen, sage ich mal so. Was würdet ihr eurem 10-jährigen oder 15-jährigen Ich, was für einen Tipp würdet ihr mitgeben? Hau die alle noch viel schlimmer, als du dich schon gehauen hast. Oder hau die alle richtig kaputt diesmal. Ehrlich. Mach alles, was du gemacht hast, nur noch viel schlimmer und viel aggressiver und viel Okay. viel Ich kranker. hätte den all seine Zähne rausgehauen, nicht nur diese einen vorderen. Mach alles viel schlimmer, was du hast gemacht Nee, hast. ganz Das ist nicht ehrlich. schlimm, das wird sich eh alles regeln. Okay. Okay, dann mache ich aber noch eine dazu. Wo seht ihr den Kampfsport in 10 Jahren? Vor 10 Jahren machen wir, glaube ich, Veranstaltungen auf dem Mond hier. Ja, Also 10 Jahren, Alter, ist MMA, also jetzt schon eigentlich die Markt überflutet, aber in 10 Jahren denke ich mir, sind wir fast da, wo die USA jetzt ist. ja, denke ich auch so. Also ich denke sogar noch früher. Ich denke schon in so den nächsten 4-5 Jahren werden wir schon so fast auf USA-Level sein. Nein, Bruder, Doch, unmöglich. Doch. Fernseher und sowas, auf keinen Fall. Guck mal, jetzt schon ein guter Schritt bei RTL Plus. Guck mal, vor 4-5 Jahren damals und jetzt wieder. Was für ein Step. Und jetzt sehen die das ja, dass es Früchte trägt. Der RTL-Chef selber, hast du ja mitbekommen, hast das Interview oder was die dazu gesagt haben. Also ich denke, das wird so in den nächsten 4-5 Jahren richtig krass und in 10 Jahren denke ich mir so, wird ein Sport sein, Alter, da wird wirklich so jeder so seine Kinder zum MMA schicken. Egal in welcher Kategorie und Wo seht ihr euch in 10 Jahren? oder will ich irgendwo chillen auf einer Insel. Inshallah, Bruder, auf jeden Fall nicht mehr beim Kämpfen. Nee, man, Ich hoffe, da habe ich meine Ruhe Ja. und chill einfach irgendwo und beschäftige mich damit gar nicht mehr. Weißt du? Ich hoffe, ich bin irgendwann so erfolgreich, dass ich mich komplett aus dieser ganzen Internetwelt weg zurückziehen kann, dass ich einfach alles lösche. Ich genieße meine Ruhe, Ist so. meinen Ruhestand, weißt du, ich reise durch die Welt, Das ist das Beste. beschäftige mich mehr mit meiner Religion, als ich jetzt Ja, schon Mann. tue, weißt du, einfach so inneren Frieden. Weißt du, ich meine, man kann jetzt so
keine Ahnung, noch 10 Jahre kann ich Gas geben, weil so alles auseinandernehmen, so, aber irgendwann will ich einfach nur, dass alles so. Ja, soll ich sagen, was das Schlimmste ist? Schon wie eine Hütte im Wald. Erfolg macht süchtig. Und diese Sucht, die wird auch da noch, du musst dich irgendwann abkapseln. Du musst dich jetzt schon mental abkapseln. Und wie der sagt, ich will um die Welt reisen, die Welt sehen. Und damit abschließen, dass es auch irgendwann vorbei sein wird. Genau, das ist Also, du das musst jetzt schon wissen, guck mal, genau. ich bin ein Name, klar, ich bin ein Star, so, ich werde immer größer und größer, inshallah, sofern es mir geschrieben ist, so, ich werde auch irgendwann immer größer und ich werde meine Ziele erreichen, aber irgendwann wird auch meine Zeit kommen, wo ich akzeptieren muss, okay, es sind jetzt neue Leute da, es ist eine neue Generation da und man muss den Leuten diese Plattform geben, weißt du, man muss den Leuten ihre Größe lassen, weißt du, wer seine Größe kennt, der lässt anderen ihre, sagt man. Man muss den Leuten, die auch danach kommen, auch, weißt du, ihre Größe lassen und sagen, okay, jetzt, ich habe meine Jahre gehabt, ich habe meine gute Zeit gehabt und sich zurückziehen, bevor es zu spät ist. Zieh dich zurück, vernünftig, weißt du, ich sag mal, mit guten Namen, dann kannst du sagen, okay, guck mal, ich habe gut gerissen, so, aber Alhamdulillah, meine Zeit ist zu Ende, es reicht. Guck mal, wie krass, ne? Eigentlich, wie untergehst. Khabib das gemacht hat. Oder Ja. der hat in seiner Prime, der könnte noch 5 Jahre locker machen. Safe. Der hat am Höhepunkt seiner Karriere aufgehört und schafft das mal da aufzuhören, wo der jetzt ist. Weißt du zum Beispiel, das ist unglaublich schwer, aber er hat das auch eingesehen. Guck mal, der ist undefeated, der ist Champion, hat alles erreicht. Und jetzt geht er nur noch Risiko ein. Geld hat der, was will er noch? Der ist berühmt. Deswegen, du musst ab einem Punkt abspringen können und der nächsten Generation das gönnen und den Weg frei machen, was er auch zum Guten macht. Und das will ich dann teilweise auch machen. Ich werde nie irgendwie aus dem Sport raus, weil ich liebe diesen Sport. Vielleicht irgendwann, dann will ich neue Soldaten züchten. Weißt du, wirklich so eine Armee nur aus meinen Soldaten oder dann alles wegzerschmettern. Hast du schon einen Gameplan? Ja, mal gucken. Also erstmal noch auf meine Karriere konzentrieren, alles rausholen, maximal rausholen, was geht. Und dann will ich so eine Kerem Army erstellen. Und dann überfluten wir den Markt. Ich nicht, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Ach, der sagt Der das ist dann jetzt. raus. Der sagt es jetzt. Ich will selber trainieren wahrscheinlich, aber so, keine Ahnung, jetzt ob ich Doch, jetzt doch. Der auch sagt Leute es. trainieren will und so, ob ich den Kopf Nee, dafür nicht hätte. trainieren. Ich will die nicht trainieren. Ich sage, ich will Kämpfer haben. Die sollen Trainer, alles haben. Ich werde die züchten und begleiten und vor allem den Weg vereinfachen. Weil irgendwann, ich habe den Namen, ich kann euch überall unterbringen. Ich weiß genau, was richtig ist, was falsch ist. Und genau die Fehler, die ich gemacht habe, will ich nicht, dass ihr macht. Und danach will ich eine Legacy. So Kerem Engizek Legacy. Ich will eine Statue von mir. Nein, das jetzt nicht, aber weißt du, ich will immer so eine gute Erinnerung auf jeden Fall. Nie, dass die sagen können, der war so ein Wichser, der war so abgezogen, arrogant. Nein, der war immer bodenständig, auf Augenhöhe mit jedem kommuniziert und hat viel bewegt. Nicht nur sportlich, auch außenrum. Stark, Also. sehr stark. Ja, vielen Dank. Habt ihr noch ein letztes Wort oder ein Appell, was ihr an die Zuschauer richten könnt? Weiter Kommentare vollballern, positive Energie verbreiten, haltet euch fern von schlechten Sachen Genau. und seid nicht so neidisch, seid nicht missgönnerisch, lernt den Leuten zu gönnen, wer immer es auch ist egal, auf jeden Fall, ja, wenn ihr selber was erreichen wollt, müsst ihr lernen, den Leuten etwas zu gönnen So ist das. und ja, an dieser Stelle Peace out, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, weiter fleißig kommentieren, wenn ihr noch mehr von uns beiden sehen wollt und natürlich immer einschalten. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video, Friends. Bang. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Peace, peace. Einschalten. Ich wollte gar nicht mehr aufhören zu schießen. Bam, bam.